Dann übergebe ich zum Vortrag, es war einmal vor langer Zeit, ob das ein Märchen wird oder nicht, das werden wir jetzt hören. Der allwissende Sprachlehrer und sein ambivalentes Verhältnis zu neuen Lerntechnologien. Bitte schön. Danke, Andrea. Auch recht herzlichen Dank an das DAF Webcon-Team für die tolle Betreuung und den tollen Support vor dieser Konferenz. Also das erlebt man selten, dass so eine Konferenz im virtuellen Raum so großartig organisiert wird. Nirgendwo wurde so viel über die Innovationen im DAF-Unterricht berichtet wie während dieser Konferenz. Die DAF Webcon 2012 war super. Also mich hat besonders beeindruckt, so viele interessierte DAF-Lehrer weltweit von meinem Zimmer aus zu erleben. Erleben wir jetzt eine Lesung seiner eigenen Werke. Insgesamt 11 Mal wurde er für den Deutschen Science-Fiction-Preis und Kurt-Laßwitz-Preis nominiert. Im nächsten Augenblick bohrte sich eine der Tentakel in den Mann, eine weitere riss ihm den Flammenwerfer aus den Händen und rammte ihn von oben in seinen behelmten Kopf. Das Sprachlernen wird als eigene Disziplin gehandhabt, das heißt im Englischen MAL, Mobile Assisted Language Learning. Der Vorteil oder die Abgrenzung zum E-Learning, zum klassischen E-Learning ist eben die Nutzung von persönlichen, portablen Geräten. Auf die Plätze, fertig, los! 2015 beschäftigte sich die DAF Webcon unter dem Titel Deutsch spielerisch gestalten mit Game-Based Learning. Die Höhepunkte waren in diesem Jahr sicher die beiden Podiumsdiskussionen. Die Diskussion Bye Bye Klassenraum, Hallo Computerspiel wurde von der Deutschen Welle organisiert und direkt aus dem Sendesaal in Bonn live übertragen. Was verbirgt sich denn hinter dem Begriff Serious Games? Was ist das, worüber wir hier reden? Also Serious Games sind Spiele, sie sind nicht primär zum Spielen da, sondern auch zum Lernen. Ich finde, Serious Games ist ein fürchterlicher Begriff, den man tunlichst irgendwann jetzt auch mal ad acta legen sollte. Die zweite Podiumsdiskussion wurde von der Präsidentin und dem Schriftführer des Internationalen Deutschlehrerverbandes IDV geleitet. Diese Gesprächsrunde findet statt mit internationaler Besetzung, mit Teilnehmenden aus 4 Kontinenten und sie ist vom IDV zusammen mit der DAF Webcon organisiert worden. Im Bereich Serious Play zeigten zum Beispiel finnische Schüler und Schülerinnen live, wie man beim Minecraft-Spielen Deutsch praktiziert oder andere Online-Spiele im Unterricht einsetzen kann. Oder eine Demonstration des erst seit wenigen Monaten verfügbaren Angebots für Anfänger Lern Deutsch statt der Wörter des Goethe-Instituts gezeigt wurde. Eine australische Lehrerin zeigte einen internationalen Vokabelwettbewerb, bei dem fades Vokabelpauken auf einmal urcool wird. Weiters wurde der Einsatz von 3D-Welten im Unterricht thematisiert oder auf aktuelle Forschungsergebnisse hingewiesen. Auch preisgekrönte Projekte wurden vorgestellt. Und ich setze sehr gern immer die App Spreaker ein, mit der kann ich wunderbar Podcasts erstellen. Das heißt Internet-Tondokumente oder Radioshows gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern. Eintauchen ja, aber mit welcher Brille und an welchen Stellen? Ist Labros, ist 13 Jahre alt. Labros ist ein Schaf. Sein Lieblingssport ist Fußball. Spielt bei Olympiakos. Ist ein Stürmer. Seine Fußball-Uniform ist rot und weiß. Was habe ich als Autorin im Vorfeld gemacht? Und ich habe mir einen weißen Kittel angezogen und bin an 3, 4 verschiedenen Kliniken mitgelaufen, habe hospitiert und habe versucht herauszufinden, was sind typische kommunikative Handlungen, die relativ standardisiert sind in
klinischen Alltag. Deutsche Welle. Virtual Reality. Digitale Spielerei oder sinnvolles Einsatzszenario? Wir haben ja als Thema Fremdsprachen lernen mit Hilfe von VR. Genau. Herzlich willkommen. 1. März 2018. Wir freuen uns auf sehr interessante Beiträge, sehr interessante 3 Tage, die auf uns warten. Wenn man zu den Messehallen jetzt geht, sieht man 2 Messehallen, Halle A und B. So sieht dann ein Messestand aus. Also auf einem Stand ist nur ein Chat. Und der funktioniert gut und da gibt es auch immer einen Ping, wenn jemand antwortet. Und hier haben wir nochmal Unterlagen. Vielen lieben Dank überhaupt an alle Sponsoren, an alle Aussteller. Ja, hallo, hier sind wir wieder mit einem Beitrag der Deutschen Welle zur DAF WebCon 2018, jetzt mit einer Lesung. Und ich sage nur, er schildert am liebsten selbst, was er so tut, was er so schreibt. Wir freuen uns auf einfache Literatur in der Lesung mit dem Autoren Leonhard Thoma. Herzlich willkommen zur 8. DAF WebCon 2019. Deutsch digital von Anfang an ist unser Thema. Wir sammeln ja die beliebtesten Tools für DAF-DATS-Lehrende. Wir dachten, das wäre wohl einmal an der Zeit und wir fühlen uns geradezu prädestiniert, als eine ganz internationale Konferenz auch zu schauen, was international bei den DAF-DATS-Lehrenden ganz besonders gut ankommt. Also ich bin gut zu hören. Wer war denn schon alles mal in Salzburg? Bei der ersten Sehenswürdigkeit der Salzburger Dom. Ich spaziere jetzt einfach mal so ein bisschen durch die Stadt. War jemand schon mal dabei bei so einer live interaktiven Stadtrundgang? Willkommen an einem Tag, an dem Online-Veranstaltungen besonders attraktiv sind. Wenn ich heute die Zeitung gelesen habe und nicht nur die Zeitung, alle Medien schreiben vom Coronavirus und wo man nicht in Quarantäne muss oder seine Reisefreiheit eingeschränkt ist, dann sind solche Veranstaltungen wie diese besonders attraktiv.